Wir sind Nina und Alex. Und wir nehmen euch für ein Jahr mit auf Weltreise. Ja, wir haben uns vor 4 Jahren kennengelernt, sind seitdem zusammen und in den letzten 3 Jahren haben wir auf unser großes Ziel gespart, eine Weltreise. Und jetzt dieses Jahr ist es soweit, endlich können wir los. Und wir sind richtig gespannt auf das, was uns so erwarten wird. Bisher sind wir viel zusammen unterwegs gewesen. Nina hat schon immer viel Fernreisen gemacht, ich eher weniger. Von daher kommt es auch so wenig, dass Nina mich so ein bisschen mit den Reisen angesteckt hat. Ja, genau. Wir waren vorwiegend in Europa unterwegs, super gerne an der Atlantikküste, denn wir hatten uns einen Van gekauft und das hat uns richtig viel Spaß gemacht, einfach spontan unterwegs zu sein und neue Orte zu erkunden. Ja, was wir eigentlich ganz gerne machen, ist uns so ein bisschen treiben lassen, ganz ohne Plan zu verreisen und einfach zu schauen am nächsten Tag, okay, wo wollen wir hin? Bevor wir jetzt aber losgelegt haben, haben wir unser erstes Ziel dann doch ausgesucht, nämlich Costa Rica. Costa Rica, da dauert der Flug ungefähr 12 Stunden. Das war schon ganz schön heftig, weil wir zum einen natürlich Abschied nehmen mussten von unseren Familien, von unseren Freunden, was sehr traurig war. Auf der anderen Seite haben wir uns aber auch sehr gefreut, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, wir schon so lange auf diesen Moment gewartet haben. Auf geht's! Guten Tag, meine Damen und Herren. Ja. Hier sind wir nun am Flughafen. Ja, Wie wir- fühlen Sie sich? Ja, wir sitzen jetzt direkt vom Flieger, steigen jetzt gleich ein, dann wird es endlich Realität so. Und das ist schon krass. Also wir haben jetzt 4 Jahre darauf gespart. Ne? Ne, nicht 4 Jahre, aber 3 3. Jahre. Und die Idee ist schon 4 Jahre in unserem Kopf. Ne? Also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Also jetzt geht's erst echt los. Und das ist schon ziemlich heftig, so ein bisschen emotional. Ja? Ja. Und wie fühlst du dich? Gut. Ja? Ja. Bis später. Wir sind in San José angekommen, das ist die Hauptstadt von Costa Rica. Und Costa Rica liegt zwischen Nicaragua und Panama. In San José hatten wir uns direkt ein Taxi geschnappt, um zum Hotel zu kommen. Und dann sind wir dort angekommen. Man kann aber auch einen Bus nehmen. Das ist allerdings wirklich gefährlicher und Was redest du für da? uns als Angsthasen ungeeignet gewesen für die erste Ankunft. Es ging darum, dass wir nicht nachts im Dunkeln halt direkt mit dem Bus losfahren wollen und nicht wissen, wo wir aussteigen, wissen, wie wir dann zum Hotel kommen. Da haben wir uns gedacht, ist ein Taxi vielleicht dann doch ganz sinnvoll. Ja, aber der Bus ist billiger natürlich. Ja, in San José selbst haben wir dann die ersten Nächte verbracht. Am Morgen des ersten Tages gab es dann so einen kleinen ersten Schock. Beim Zähneputzen ist mir einfach eine Füllung rausgefallen. Jetzt kann man erstmal denken, okay, ist ja nicht so schlimm, aber das hat extrem genervt. Denn beim Essen ist mir die ganze Zeit irgendwas hängen geblieben und es musste gemacht werden. Also das konnte man nicht rausschieben. So musste man dann direkt schauen am ersten Morgen schon, okay, wie kommen wir zu einem Arzt? Nina hat ein paar Seiten durchsucht, ich habe ein paar Seiten durchsucht und wir haben es dann im Endeffekt geschafft. Ja, mit Hilfe der Rezeptionistin und Alex ist tatsächlich in einer richtig gut ausgestatteten Klinik gelandet. Also alles andere als Buschklinik. Er hatte einen super Arzt, die Behandlung war optimal und der Blick von seinem Zahnarztstuhl war auch besonders schön. War auch gar nicht so teuer. Im Endeffekt haben wir, glaube ich, 100 € für die Behandlung bezahlt.
Also von daher war das wirklich eine optimale Erfahrung und wenn einem sowas mal passieren sollte, also in Costa Rica braucht ihr keine Angst zu haben. Genau, das war die Clínica Bíblico. San José selbst ist eine sehr schöne Stadt. Unser erster Eindruck war, dass es sehr belebt war, sehr viele Menschen, aber auch überrascht, dass abseits von dieser ganzen Großstadt es ganz, ganz viele Parks gab. Heute sitzen wir hier jetzt am Lago de Sabana. Das ist ein kleiner Park in San José und das ist direkt in der Nähe von dem Estadio de Nacional de Costa Rica. Und heute lassen wir es uns ein bisschen gut gehen, stellen ein bisschen durch die Stadt. Genau, und schauen mal, was hier so geht. Außerdem haben wir ein paar nette Restaurants entdeckt, in denen wir zum ersten Mal die kostarikanische Küche ausprobiert haben. Morgens gab es immer Gallo Pinto, das ist Reis mit Bohnen und gebratener Banane. Ja, das war ganz lecker. Überraschend war auch, dass es so viele verschiedene Arten von Restaurants gab. Zum Beispiel gab es auch ein kleines Chinatown mitten in San José. Es gab Koreaner, zentralamerikanische Küche, also war wirklich für jeden irgendwas dabei. Empfehlen würden wir euch, mal in einem einheimischen Restaurant ein bisschen abseits der Touristengegenden einzukehren, weil die Preise sind ja doch ein bisschen günstiger und natürlich das Ganze noch ein bisschen authentischer. In San José gibt es noch einiges zu entdecken. Dort gibt es viele Museen mit präkolumbischen Schätzen. Es gibt ein Nationaltheater und auch viele idyllische Häuser vom sogenannten Kaffeebaronen. Wir waren ein bisschen, ja, sag ich mal, entspannter unterwegs in San José. Wir wollten raus aus dem Großstadttrubel und uns zieht es wie so oft schon ans Meer. Noch ein, zwei Tipps. Erstens Thema Geld abheben. Wir haben nicht überall Geld vom Automaten bekommen. Am besten eignet sich da die kostarikanische Landesbank oder aber Ableger von europäischen Banken. Da hat es immer ganz gut funktioniert. Ja, und wenn ihr selbst mal nach Costa Rica reist, dann habt im Hinterkopf, San José ist so ein Dreh- und Angelpunkt, um an verschiedene Orte und Ausflugsziele zu gelangen. Nächste Folge zieht uns dann an die Pazifikküste. Da werden wir auch meinen 30. Geburtstag feiern und auch mit dem Bus fahren, von dem Nina gerade gesprochen hat. Also wir sind mal gespannt, wie es dann da weitergeht. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann seid doch einfach wieder dabei. Bis dahin. Ciao!